Du kannst das, was Christoph und Caroline dir angetan haben, doch nicht einfach so auf dir sitzen lassen. Nein. Habe ich eine andere Wahl? Nun, ich wüsste schon Mittel und Wege, wie du es den beiden heimzahlen kannst. Ich werde alleine auf die Malediven fliegen. Allein? Ja, dann habe ich Zeit zum Nachdenken. Und du auch. Einverstanden. Du warst der Einzige, der mich wirklich geliebt hat. Ich hab's kaputt gemacht. Ganz ruhig. Marc. Ja? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich andere Probleme, oder? Wir müssen hier irgendwie raus. Fragt sich nur wie. Wir schaffen das schon. Glaubst du? Mir fällt da schon was ein. Bei rein, Etienne Beaucaire. Hallo Etienne, ich bin's, Jule. Jule, das ist ja wunderbar. Wie geht's dir? Gut, ist Nina da? Nein, tut mir leid. Das ist ja blöd. Worum geht es denn? Naja, eigentlich wollte ich heute schon zurückkommen. Und, wo ist das Problem? Soll ich dich vom Flughafen abholen? Wenn Nina nicht da ist... Ich habe leider keine Ahnung, wann sie wiederkommt. Also gut. Gegen 3:45 steige ich in Frankfurt um. Und dann fliege ich weiter nach Düsseldorf. Also wenn du ein paar neue Schuhe brauchst, dann können wir sie doch auf dem Weg gleich kaufen. Ja, aber mehr als 150 Mark wollte ich für die Schuhe nicht ausgeben. Je me mets en route. Je suis très heureux de te revoir. Na, mal wieder ein Ortsgespräch nach Martinique geführt auf meine Kosten? Nein. Fühl dich wie zu Hause, solange du die Telefonrechnung bezahlst. Mach dir mal keine Sorgen. A bientôt. Wiedersehen. Au reservoir. À bientôt. À la prochaine. Salut. So. Danke. Sehr aufmerksam. Danke. Also, was hältst du von meinem Angebot, Henning? Nichts. Henning, sei nicht dumm. Das wäre ich nur, wenn ich mich auf dich einlassen würde. Wir beide haben das gleiche Problem. Warum ziehen wir nicht am einen Strang? Weil ich keine Lust habe, mich von dir benutzen zu lassen. Ich will dich nicht benutzen, ich will dir helfen. Oh, spar dir das, Clarissa, ich kenne dich. Du bist ungerecht, Henning. Wie oft habe ich dich Christoph gegenüber verteidigt? Alte Geschichten. Damals, als wir noch eine intakte Familie waren. Dein Vater hat dich immer für einen Versager gehalten. Nie hat er dich ernst genommen. Hätte er dich sonst mit deiner Frau betrogen? Es reicht, Clarissa. Ich habe immer zu dir gehalten. Ist ja gut jetzt, ich hab's begriffen. Gut so? Ja, ich denke, so wird nichts zu sehen sein. Benutzen Sie das Mikro bitte nur im Notfall. Sie sind doch mit Ihren Leuten hoffentlich immer in seiner Nähe. Ja, selbstverständlich. Wir können zu jeder Zeit eingreifen, wenn es Probleme gibt. Und was ist mit dem Übergabekoffer? Der ist präpariert. Hopp. Ja. Das sind die Rohdiamanten. Und im Koffer ist ein Peilsender eingebaut. Der ist bereits aktiviert. Ja, da kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, eigentlich nicht. Aber mit dem Peilsender können wir jeden Schritt der Entführer überwachen. Diese Schweine fassen. Genau. Dann ist ja alles in Ordnung. Gar nichts ist in Ordnung. Caroline, bitte. Ich finde es nicht gut, dass du zu der Übergabe gehst. Das ist viel zu gefährlich. Aber die Entführer bestehen darauf. Das ist mir schon klar. Es geht nicht anders. Herr Kommissar, kann das nicht jemand anderes machen? Nein. Schicken Sie doch einen Ihrer Männer.
Caroline, für die Entführer bin ich der Glücksbote. Sie bestehen darauf, warum sollten Sie mir etwas antun? Sebastian ist unberechenbar, das weißt du doch. Es muss sein. Für mich nichts mehr, danke. Okay, ich hab noch, danke. Ja, früher haben wir uns mal besser verstanden. Aber jetzt? Ich habe deine Intrigen noch lange nicht vergessen. Die Zeiten ändern sich. Heute biete ich dir an, auf meiner Seite zu stehen. Was willst du mehr? Nach allem, was dir Christoph und Caroline angetan haben, solltest du keine Sekunde länger zögern. Clarissa, ich traue dir einfach nicht über den Weg. Das ist mein Problem. Dein Problem ist, dass du den falschen Menschen vertraust. Wer hat dich denn von Anfang an vor Caroline gewarnt? Hinterher ist man immer klüger. Trotzdem, hättest du auf mich gehört, wäre dir einiges erspart geblieben. Jetzt spiel mal nicht die Heilige. Darf ich dich an deinen Auftritt beim Sommerfest erinnern? Diese kleine Indiskretion hat sie doch nicht gegen dich gerichtet, Wie nobel. sondern ausschließlich gegen Christoph und Caroline. Ach ja? Und warum habe ich nach dieser Aktion da keine Freudentänze aufgeführt? Du hattest ein Recht, die Wahrheit zu erfahren. Henning, ich habe dich aufwachsen sehen. Du bist wie ein Sohn für mich. Oh. Auf meiner Seite fehlen leider die entsprechenden Gefühle. Das tut weh. Das tut wirklich weh. Clarissa, ich kann auf deine Hilfe verzichten. Begreif das endlich. Die sind wunderschön, Mama. Danke. Gern geschehen, mein Schatz. So sündhaft teure Schuhe habe ich noch nie besessen. Ich glaube, du kannst zur Zeit so eine kleine Aufmunterung ganz gut gebrauchen, hm? Wieso das denn? Ja, wegen Etienne. Oh, dieser Typ geht mir tierisch auf die Nerven. Guten Tag, die Dame. Hallo. Was darf's denn sein? Kaffee? Ja, 2 Kaffee bitte. Sofort. Aber wieso? Etienne ist doch ein sehr sympathischer junger Mann. Ja, leider hat er die Neigung, sich an meine Freundin ranzumachen. Und das finde ich alles andere als sympathisch. Nina, wir sprechen von einem lächerlichen Kuss. Er hat Jule einmal geküsst und seitdem dann nicht wieder angerührt, oder? Tja, also wenn es nach ihm ginge, dann würde er Jule mit Haut und Haaren vernaschen. Ja, glaub mir. Ich kenne solche Typen. Hast du mal überlegt, dass Jule das vielleicht gar nicht recht ist? Ja, aber dann soll er das doch endlich akzeptieren und die Finger von ihr lassen. Hey, du bist ja richtig eifersüchtig. Ach, und wenn schon. So. Oh, danke. Ja, da liegt ja also doch noch was an Jule. Also, seit sie weg ist... Ja, seit sie weg ist... Merkst du erst, wie sehr sie dir fehlt? Ja, ich wollte es erst nicht wahrhaben. Aber es ist tatsächlich so. Da hat diese Trennung ja wirklich was Gutes gehabt. Ne? Überlegst dir, Henning, mein Angebot steht. Du bist jederzeit willkommen. Charlie, Clarissa? schmeckt dir das Essen in deinem eigenen Etablissement nicht mehr? Warst du nicht gerade am Gehen? Sehr originell. Hallo Henning. Hallo Charlie. Was treibt dich denn hierher? Schmeckt dir das Essen in deinem eigenen Etablissement nicht mehr? Nein, ich suche eigentlich Marie, aber sie scheint weder hier noch in ihrem Label zu sein. Ich habe sie auch nicht gesehen. Was wollte denn unsere spezielle Freundin Clarissa von dir? Meine Freundschaft? Ach, Freundschaft. Die weiß doch gar nicht, wie man das buchstabiert. Vielleicht sollte ich besser sagen, sie macht sich Sorgen. Wie sie dich am besten quälen kann? Nein, das hat sie diesmal wohl nicht vor. Also wenn ich das höre, gehen bei mir gleich alle Alarmglocken an. Vielleicht meint sie es diesmal ja tatsächlich ehrlich. Die größte Intrigantin zwischen Flensburg und Garmisch. Es gibt Momente, wo ihm genau das von Nutzen sein kann. Da rührt sich nichts. Nicht 1 Millimeter. Ups. Hallo? Hallo? Hört uns jemand? Isabel, das bringt doch nichts. Hör bitte auf. Aber irgendwas müssen wir doch tun, bevor uns Sebastian hier noch verrecken lässt.
Schließlich hat er schon mal versucht, dich umzubringen. Aber solange wir ruhig bleiben, haben wir auch noch eine Chance. Das ist das einzige Werkzeug, das wir haben. Achtung, wer kommt? Pünktlich ist der Herr Graf, das muss man ihm lassen. Und? Hat er das Säckchen mit den Diamanten dabei? Nur ein Koffer. Was soll denn der Scheiß? Hast du ihm was von einem Koffer gesagt? Dann sind die Klunker eben da drin, ist doch egal. Worauf warten wir noch? Nehmen ihm die Dinger endlich ab. Nicht so eilig. Ich will sicher sein, dass die Luft auch wirklich rein ist. Das mit dem Koffer gefällt mir nicht. Die Sache stinkt. Vielleicht ist es bei Grafens nicht üblich, Diamanten ohne Koffer durch die Gegend zu schleppen. Der hat sich an unsere Anweisungen zu halten, sonst gar nichts. Hören Sie, hier ist kein Mensch zu sehen. Ich warte aber trotzdem. Irgendwas stimmt da nicht. Mir reicht's. Ich nehme ihm jetzt die Steinchen ab. Bist du irre? Hast du sie noch alle, Mann? Mensch, der will uns doch nur linken. Dieses Warten, das hält doch kein Mensch aus. Jetzt setzen Sie sich, beruhigen Sie sich erst mal. Wir haben alles im Griff. Sie haben vielleicht Nerven. Schließlich geht es um das Leben meiner Schwester und meines Schwiegervaters. Ihm wird schon nichts passieren. Schließlich sind ja auch Polizisten in seiner Nähe. Na, genau. Die Einsatzleitung vor Ort, die wird mich informieren, falls sich irgendetwas tut. Hm? Was jetzt, Kollege? Wie ist es gelaufen? Tut mir leid. Könntest du mal bitte ans Telefon kommen? Setzen Sie sich, beruhigen Sie sich, ja? Ja, Herr Kommissar. Ja, hallo? Christoph hätte dir die Diamanten nicht persönlich überbringen dürfen. Ihr Schwiegervater schafft das schon. Und wenn doch etwas Unerwartetes passiert... Dann wird er ruhig und besonnen reagieren. Simon, mit Sebastian ist nicht zu spaßen. Aber der Graf ist doch viel zu klug, um diesen Mistkerl zu provozieren. Oder sich von ihm provozieren zu lassen. Ja. Bestimmt hat dieser Albtraum bald ein Ende und Sie können Isabel wieder in Ihre Arme schließen. Wenn es nur schon so weit wäre. Hören Sie, es ist jetzt eine halbe Stunde über die vereinbarte Zeit. Ich glaube nicht, dass die Entführer hier noch auftauchen werden. Ich warte noch 5 Minuten, dann breche ich an. Ist der senil? Warum quatscht der die ganze Zeit? Ist mir egal, wenn der Alte Selbstgespräche führt. Hauptsache, er hat die Klunker in seinem Koffer. Jetzt wart doch erst mal ab. Ich wette, hier sind irgendwo Bullen in der Nähe. Denn ihr Bullen. Du bist ja schon genauso bekloppt wie der Alte. Aha. Der Graf spricht nicht mit sich selbst. Ich glaube eher, der hat da ein Mikro, in das er die ganze Zeit reinquatscht. Ein Mikro? Gib mir mal das Ding. Wir blasen die Aktion ab. Willst du so schnell aufgeben? Sag mal, wie oft soll ich es dir noch sagen? Hier sind irgendwo Bullen auf der Lauer. Du hast doch selbst gesagt, dass die Familie die Polizei nicht informiert hat. Dann geh rüber und hol dir die Klunkern. Aber ohne mich. Naja, vielleicht ist die Sache wirklich heiß. Wir müssen eine zweite Geldübergabe organisieren. Dann aber mit Geiseln. Und zwar beiden, zur Sicherheit. Weißt du, worauf ich jetzt richtig Lust hätte? Ha? Die kleine Schlampe und ihren Gorilla fertig machen. Exakt. Wir müssen dem Grafen klar machen, dass er uns nicht verarschen kann. Simon, sag mir bitte Bescheid, wenn du was von Isabel und Marc hörst, ja? Ja, mach ich. Okay. Ja, ich bin dann im No Limits. Alles klar. Bis dann. Ciao.
Was hast du da eigentlich drin? Zementsäcke? Jule, du bist schon wieder zurück? Hat dir Etienne denn nichts von meinem Anruf gesagt? Nein, kein Wort. Wie kann ich dir denn was sagen? Du warst doch den ganzen Tag mit deiner Mutter unterwegs. Tu mir bitte einen Gefallen und lass uns für einen Moment allein, ja? Gern. Danke. Tja, da bin ich also wieder. Ich hab dich richtig vermisst. Der Urlaub war zwar ganz schön, aber so ohne dich. Allerdings habe ich beschlossen, dir nicht immer so am Rockzipfel zu hängen. Darüber reden wir später, ja? Komm her. Ach, du scheinst mich ja wirklich vermisst zu haben. Und wie? Ach Mann, ich muss jetzt leider noch ins No Limits. Ich wusste ja nicht, wann du zurückkommst. Klar, konntest du ja auch nicht. Dafür feiern wir das Wiedersehen dann nachher, ja? Ganz allein für uns. Okay. Dann bis später. Also wenn sie mir nicht hundertprozentig versichert hätte, dass es keinen anderen Mann gibt. Henning, das ist ausgeschlossen. Caroline wäre nicht die erste verheiratete Frau, die sich in einen anderen Mann verliebt. Sie will zu dir zurück. Das allein zählt. Aber mit dir hier zu liegen, in deinen Armen, so schön kann das schönste Sommerfest nicht sein. Mein Engel. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass meine Frau und ich ein Baby erwarten. Ich weiß, dass dich deine Frau beliebt. Denn das Kind, das die Gräfin von Anstetten erwartet, ist gar nicht von ihrem Mann. Mist, fast hätte ich's gehabt. Ich hab so einen Schiss, dass dieser Dorn abbricht. Was habe ich gesagt? So, das war's dann. Und jetzt? Moment mal. Darf ich mal? Wenn wir hier wieder draußen sind, kaufe ich dir davon eine ganze Kiste, okay? Glaubst du, das funktioniert? Vielleicht. Okay, ich bin dabei. Wusste ich's doch, dass ich auf dich zählen kann. Damit keine Missverständnisse aufkommen, Clarissa. Ich habe meine Meinung über dich keinesfalls geändert. Was soll das heißen? Ich will keine alten Zeiten aufleben lassen. Sondern? Wir beide haben mit Christoph noch eine Rechnung offen. Das ist alles. Das ist doch eine ganze Menge. Ein Glas Champagner? Ich konnte Nina wirklich nichts von deiner Ankunft sagen. Sie war die ganze Zeit mit ihrer Mutter unterwegs. Als du angerufen hast, da war sie schon über eine Stunde weg. Ich glaub dir ja. Ich möchte nur nicht, dass du mir was unterstellst. Das tue ich auch gar nicht. Aber ich mag nicht sofort wieder Stress mit Nina haben. Ja, das weiß ich doch. Schließlich haben wir uns gerade erst versöhnt. Und das soll auch eine Weile so bleiben. Also an mir soll's nicht liegen. Keine plötzlichen Küsse mehr? Nie wieder. Ach, Jule, ich möchte doch nur, dass du glücklich bist. dann ist ja gut. Und die paar Tage, die ich noch bei euch bin, werde ich euch bestimmt keinen Ärger mehr machen. Lasst euch nur nicht stören.
Nina, es ist nicht das, was du denkst. Es ist nicht das, was ich denke. Ich sehe euch Händchen halten. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie glücklich Jule mit dir ist. Und das soll ich dir glauben. Mein Gott, wie lange dauert denn so eine Übergabe? Was haben Sie gesagt? Nichts. Was ist mit Isabel? Es tut mir leid, Caroline. Es ist niemand gekommen. Ich kann mir das auch nicht erklären. Hast du denn nicht an der richtigen Stelle gewartet? Ich habe mich strikt an die Anweisungen gehalten. Ich werde Isabel nie wiedersehen. Caroline, bitte. Entschuldigung. Ich muss die ganze Zeit an meinen Bruder denken. Dass die Geldübergabe beim ersten Mal scheitert, ist nichts Ungewöhnliches, Gräfin. Es besteht also noch Hoffnung. Ja, Sie dürfen nicht vergessen, beide Seiten sind verunsichert. Die Entführer wollen auch auf Nummer sicher gehen. Ja, aber Christoph hat doch sicher alles richtig gemacht, oder etwa nicht? Nein, ihm hat's nicht gelegen. Was war denn dann der Grund? Ja, manchmal reicht ein Auto von harmlosen Spaziergängern aus, um die Täter zu verunsichern. Damit es ganz klar ist, Etienne, mir reicht's. Ich hab Jule nicht angebaggert, glaub mir. Und was war das vorhin? Ich hab doch Augen im Kopf. Das war ganz harmlos. Händchen halten und lieb glotzen ist nicht harmlos. Nina. Du brauchst deinen noch Ehemann überhaupt nicht zu verteidigen. Aber es war wirklich nichts. Dass du das so siehst, das glaube ich dir. Aber bei ihm habe ich da so meine Zweifel. Warum bist du nur so feindselig mir gegenüber? Weil mir deine Softie-Tour langsam aber sicher auf die Nerven geht. Nina, ich will wirklich nichts mehr von Jule. Und warum schmeißt du dich dann bei jeder x-beliebigen Gelegenheit an sie ran? Das war ein rein freundschaftliches Gespräch. Mehr nicht. Und selbst wenn. Ich möchte nicht, dass du hier noch länger wohnst. Sorgst du bitte dafür, dass Etienne auszieht? Entweder er oder ich gehe zurück in die Pension. Reden Sie sich nicht länger raus. Die Bullen waren da und damit basta. Aber wenn ich es Ihnen sage, Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Eine Chance bekommen Sie noch. Wenn Sie die versieben, werden Sie die beiden nie wiedersehen. ja, gut, ich tue alles, was Sie wollen. Aber bitte lassen Sie Isabel und Mark Roloff in Ruhe. An mir soll es nicht liegen. Aber nach dieser Panne wird Sie die ganze Aktion einiges mehr kosten. Ja, ja, natürlich. Das ist überhaupt kein Problem. Halten Sie noch eine Weile hin. Die Preise sind gestiegen. Wie viel? 10 Millionen für eine Geisel. Ja, hören Sie. Es dauert eine Weile, bis ich die Diamanten besorgt habe. 20 Millionen sind nicht so ohne weiteres zu beschaffen. Was hat das zu bedeuten? Wer spricht denn von 20 Millionen? Sie bekommen eine Geisel für 10. Aber es sind doch 2. Stimmt. Aber eine von den beiden bekommen Sie umsonst. Im Sarg.